Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Jage, wie geht es dir heute? Hallo Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über die Generation Z sprechen. Weißt du, was die Generation Z ist? Ja, das weiß ich. Die Generation Z umfasst die Menschen, die ungefähr von 1997 bis 2012 geboren wurden. Sie sind die jungen Leute von heute. Das stimmt. Ich finde die Generation Z sehr interessant. Ich habe viele Fragen zu ihnen. Ich finde die Generation Z auch interessant. Ich würde gerne mit dir über sie sprechen. Super. Lass uns anfangen. Zuerst, warum denkst du, wird die Generation Z genannt? Ich denke, sie wird Generation Z genannt, weil sie nach der Generation Y kommt, die auch als Millennials bekannt ist. Die Generation Y reicht von etwa 1981 bis 1996 und dann kommt die Generation Z. Ja, das macht Sinn. Ich habe gelesen, dass das Z für Zoomers steht. Das ist ein lustiger Name. Mir gefällt dieser Name. Er zeigt, dass sie schnell und aktiv sind wie das Wort Zoom. Jake, was denkst du, sind einige wichtige Ereignisse, die die Generation Z geprägt haben? Ich denke, die Generation Z ist während vieler großer Ereignisse aufgewachsen. Zum Beispiel haben sie den Aufstieg des Internets und der Smartphones miterlebt. Sie haben auch Ereignisse wie die Anschläge vom 11. September und die Covid-19-Pandemie durchlebt. Ja, ich stimme zu. Das Internet hat alles für sie verändert. Sie nutzen jeden Tag soziale Medien. Soziale Medien sind ein großer Teil ihres Lebens. Sie verwenden Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat, um ihr Leben zu teilen und sich mit Freunden zu verbinden. Ich denke, das macht die Generation Z sehr anders als ältere Generationen. Sie kommunizieren in kurzen Nachrichten und Bildern. Das stimmt. Sie sind sehr gut im Umgang mit Technologie. Sie lernen dank des Internets schnell neue Dinge. Jage, was denkst du über die Bildung der Generation Z? Ich glaube, die Generation Z legt großen Wert auf Bildung. Sie nutzen oft Online-Ressourcen zum Lernen. Viele von ihnen gehen zur Universität oder belegen Online-Kurse. Ja, ich habe gesehen, dass viele Schüler der Generation Z Apps und Websites für ihre Hausaufgaben nutzen. Sie lernen gerne auf neue Arten. Sie kümmern sich auch um praktische Fähigkeiten. Viele junge Menschen der Generation Z lernen Programmieren, Grafikdesign oder digitales Marketing. Das ist sehr interessant. Ich denke, ihre Bildung ist flexibler als in der Vergangenheit. Genau. Sie können in ihrem eigenen Tempo lernen und wählen, was sie studieren möchten. Emma, wie steht die Generation Z zur Arbeit? Was denken Sie über Jobs und Karrieren? Ich denke, die Generation Z möchte sinnvolle Jobs. Sie wollen nicht nur ein gutes Gehalt. Sie möchten der Welt helfen und in einem guten Umfeld arbeiten. Ja, ich stimme zu. Viele Menschen der Generation Z wählen Berufe im Gesundheitswesen, in der Bildung oder in der Technologie, weil sie einen Unterschied machen möchten. Ich habe auch gelesen, dass die Generation Z remote Arbeit mag. Sie wollen Jobs, die es ihnen ermöglichen, von zu Hause aus zu arbeiten oder flexible Arbeitszeiten zu haben. Das stimmt. Die Covid-19-Pandemie hat remote Arbeit verbreitet und viele Menschen der Generation Z mögen diesen neuen Arbeitsstil.
Es ist interessant, wie sich die Arbeitsgewohnheiten mit jeder Generation ändern. Die Generation Z ist sehr anders als die Generation meiner Eltern. Ja, auch meine Eltern haben ganz anders gearbeitet. Sie gingen jeden Tag ins Büro, während die Generation Z Technologie nutzt, um von überall aus zu arbeiten. Ich denke, dieser Wandel ist gut. Er gibt den Menschen mehr Freiheit und Balance in ihrem Leben. Jake, welche sozialen Themen liegen der Generation Z am Herzen? Ich glaube, die Generation Z ist sich sozialer Themen sehr bewusst. Sie kümmern sich um den Klimawandel, Gleichheit und psychische Gesundheit. Ja, ich habe gesehen, dass viele Menschen der Generation Z an Protesten und Kampagnen für die Umwelt teilnehmen. Sie wollen eine bessere Zukunft. Sie sind sehr aktiv in sozialen Medien, um ihre Botschaft zu verbreiten. Hashtags wie Numeral ClimateStrick und Numeral Black Lives Matter sind bei der Generation Z beliebt. Ich denke, soziale Medien helfen ihnen, sich mit anderen zu verbinden, die sich für die gleichen Themen interessieren. Genau. Sie nutzen das Internet, um Veranstaltungen zu organisieren und Informationen schnell zu teilen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sehr sich junge Menschen um die Welt kümmern. Ich hoffe, ihre Bemühungen bewirken etwas. Das hoffe ich auch. Die Generation Z ist die Zukunft und sie haben eine starke Stimme. Was ist mit psychischer Gesundheit, Emma? Ich habe gehört, dass die Generation Z viel über psychische Gesundheit spricht. Ja, das stimmt. Viele Menschen der Generation Z sind offen über ihre Gefühle und suchen Hilfe, wenn sie brauchen. Sie verwenden Apps für Meditation und Therapie. Ich denke, das ist sehr wichtig. In der Vergangenheit war psychische Gesundheit ein Tabuthema, aber die Generation Z ändert das. Sie sind sehr mutig, wenn sie über ihre Schwierigkeiten sprechen. Ich glaube, das hilft, das Stigma abzubauen und andere zu ermutigen, Hilfe zu suchen. Ich stimme zu. Wenn junge Menschen über ihre Gefühle sprechen, wird es für alle einfacher zu verstehen, dass es in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten. Emma, lass uns über Unterhaltung sprechen. Wie hat die Generation Z Spaß? Ich denke, die Generation Z liebt es, Videos zu schauen und Online-Spiele zu spielen. Sie verbringen viel Zeit auf Plattformen wie YouTube und Twitch. Ja, ich habe gesehen, dass viele junge Menschen kurze Videos und Livestreams bevorzugen. Sie mögen Inhalte, die schnell und interessant sind. Sie hören auch Musik über Streamingdienste wie Spotify und Apple Music. Ich sehe oft Playlists, die von der Generation Z erstellt wurden und verschiedene Genres mischen. Das stimmt. Die Generation Z erkundet gerne neue Musik und teilt ihre Lieblingssongs mit Freunden. Ich habe auch gelesen, dass sie Podcasts mögen. Podcasts sind eine großartige Möglichkeit, gleichzeitig zu lernen und unterhalten zu werden. Ich stimme zu. Viele Menschen der Generation Z hören Podcasts zu Themen, die sie interessieren, wie Wissenschaft, Politik oder persönliche Geschichten. Es ist erstaunlich, wie viel kostenlose Inhalte im Internet verfügbar sind. Die Generation Z hat viele Möglichkeiten, sich zu vergnügen und zu lernen. Emma, wie denkst du, nutzt die Generation Z Technologie in ihrem Alltag? Ich glaube, die Generation Z nutzt ständig Technologie. Sie überprüfen mehrmals am Tag ihre Telefone, um Nachrichten und Updates in sozialen Medien zu sehen. Ja, das habe ich auch bemerkt. Für viele junge Menschen ist ihr Telefon wie ein Teil ihres Lebens. Sie nutzen es für Arbeit, Studium und Freizeit. Sie verwenden auch Apps für Einkäufe, Essenslieferungen und sogar virtuelle Meetings. Technologie macht das Leben auf viele Arten einfacher.
Aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass zu viel Bildschirmzeit gesundheitsschädlich sein kann. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Online- und Offline-Aktivitäten zu finden. Ich stimme zu. Einige Menschen der Generation Z setzen sich Grenzen für ihre Bildschirmzeit, um gesund zu bleiben und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Das ist eine gute Gewohnheit. Technologie weise zu nutzen, ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Emma, denkst du, dass die Generation Z sich von früheren Generationen unterscheidet? Ja, ich denke, die Generation Z ist sehr anders. Sie sind mit dem Internet und sozialen Medien aufgewachsen, daher sehen sie die Welt auf eine neue Weise. Ich habe bemerkt, dass sie aufgeschlossener und kreativer sind. Sie probieren neue Ideen aus und hinterfragen alte Normen. Das stimmt. Die Generation Z kümmert sich um Vielfalt und Inklusion. Sie möchten eine Welt, in der jeder mit Respekt behandelt wird. Ich glaube, diese neue Denkweise wird helfen, die Zukunft besser zu gestalten. Es ist aufregend zu sehen, wie junge Menschen die Welt verändern. Ich stimme zu. Jede Generation bringt neue Ideen und die Generation Z ist voller innovativer Gedanken. Ich bin optimistisch für die Zukunft, weil es sie gibt. Jake, was magst du an der Generation Z? Ich mag, dass die Generation Z sehr aktiv ist und sich um viele wichtige Themen kümmert. Sie haben keine Angst, sich zu äußern. Ja, ich bewundere ihren Mut. Ich mag auch, dass sie Technologie nutzen, um zu lernen und sich mit anderen zu verbinden. Ich finde ihre Kreativität erstaunlich. Sie schaffen Kunst, Musik und Videos, die frisch und interessant sind. Ich stimme zu. Die Generation Z zeigt uns, dass es cool ist, anders zu sein und neue Dinge auszuprobieren. Was denkst du, ist eine Herausforderung für die Generation Z? Ich glaube, eine Herausforderung für die Generation Z ist der Druck von sozialen Medien. Manchmal haben sie das Gefühl, sie müssten online perfekt sein. Ja, das kann stressig sein. Ich habe gesehen, dass junge Menschen sich mit anderen vergleichen und sich deshalb schlecht fühlen. Ich mache mir Sorgen, dass zu viel Bildschirmzeit auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, Pausen einzulegen und im echten Leben zu leben. Ich stimme zu. Balance ist der Schlüssel. Die Generation Z muss lernen, wie sie technologieweise nutzen und nicht zulassen, dass sie ihr Leben kontrolliert. Ich hoffe, sie finden ein gutes Gleichgewicht zwischen Online- und Offline-Aktivitäten. Ich auch. Mit Bewusstsein und Bildung glaube ich, dass sie diese Herausforderungen überwinden können. Emma, denkst du, dass die Generation Z die Zukunft verändern wird? Ja, ich glaube, die Generation Z wird die Zukunft auf viele positive Arten verändern. Sie sind kreativ, aufgeschlossen und kümmern sich um die Welt. Ich stimme zu. Sie machen bereits Veränderungen in Bereichen wie Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und Bildung. Ich bin gespannt, was sie tun werden. Die Generation Z hat die Macht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich hoffe, dass ältere Generationen sie unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten. Es ist wichtig, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Ja, die Zusammenarbeit zwischen den Generationen ist der Schlüssel zu einer strahlenden Zukunft. Ich bin optimistisch, dass die Generation Z uns zu neuen Ideen und Lösungen führen wird. Jake, während wir unser Gespräch beenden, was ist dein Hauptgedanke zur Generation Z? Ich denke, die Generation Z ist eine Generation voller Hoffnung und Energie. Sie stehen vor vielen Herausforderungen, aber sie sind mutig und kreativ. Ich stimme zu.
Ich glaube, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft und der richtigen Unterstützung die Welt zum Besseren verändern können. Ja, ich bin sehr optimistisch für die Zukunft wegen der Generation Z. Sie machen bereits in vielen Bereichen einen Unterschied. Danke für dieses interessante Gespräch über die Generation Z, Jake. Ich habe viel gelernt und fühle mich positiver in Bezug auf die Zukunft. Danke, Emma. Ich habe es genossen, mit dir zu sprechen. Es ist immer gut, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Ich hoffe, wir können mehr über verschiedene Generationen und ihren Einfluss auf die Welt sprechen. Ja, das würde ich lieben. Lass uns planen, uns bald wieder zu treffen und über weitere interessante Themen zu diskutieren. Hab einen tollen Tag, Emma. Du auch, Jake. Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Abonniere bitte unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.